Man hört sie. Das sieht man aus, wenn man morgens um 5 Uhr steht. So, ich filme jetzt ganz kurz nochmal mit Justin seine Perspektive. So, Tina, passt alles? Super. Ne, ich meine mit der Küche. Und da wäre jetzt die Wege gebaut. Und herzlich willkommen zu unserem Video Nummer 93. Yay! Hat sich wieder einiges getan bei unserem Grundstück. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video und bis gleich. Guten Morgen, es ist Montag und wir bekommen das nächste Unwetter von dahinten. Wir haben jetzt mal eine Axt in den Boden geschlagen und wir hoffen, dass das Unwetter vorbeizieht. Und wir bauen die ersten Wege für die anderen 3 Häuser. Von dahinter kommt's und da haben wir die Axt reingeschlagen, immer Richtung, wo das Wetter herkommt. Ich hoffe, dass wir dieses Mal verschont bleiben. So, ich habe gerade der Rasen gemäht und schaut mal, was ich gefunden habe. Unsere erste Limette. Yay! Ja, also ich habe eine Keult wegen einem Motorradfest. Also wir wissen jetzt mittlerweile auch die Gründe. Also es lag tatsächlich ein Grund, das Wetter, weil es wäre ja auch Gruppe von Argentinien, Brasilien gekommen und da gab es noch Unwetter, das heißt, sie sind gar nicht losgefahren. Das war der erste Grund. Der zweite Grund, es war heiß. Der dritte Grund, das war der wichtigste Grund. Das Fest gehabt normalerweise im September. Und habe es dann um einen Monat verschoben aufgrund der Wetterlage. Und das war mit der Hauptgrund, warum das so wenige kamen dann. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, erste Fest haben wir 1000 Besucher gehabt, 350 Motorräder. Das gilt zu schlagen. Machen wir nächstes Jahr weiter. So, ich drehe jetzt mal die Kamera und nehme euch mal mit. Eingangsbereich wurde gemäht, es wurde eigentlich alles gemäht und es blüht, was blühen kann. Also man sieht es hier, die Kolibri-Pflanze blühe. Und ich fahre morgen weg, hole die andere Los Loquitos am Flughafen ab und dann nehme ich dann endlich mal bunte Lichter mit. Das heißt, die Palme hier kommen dann die Namensschilder rein, also die Patenschafter und die Lichter. Ja, probiere jetzt mal 10 Lichter aus und dann gucken wir mal, wie toll das aussieht. Und wenn das toll aussehen sollte, dann kaufen wir noch andere Lichter. So, man sieht hier die Rubens pflanzen momentan den Gehweg ein mit dem Rasen. Und wir nehmen jetzt eigene Rasen darüber. Es wird immer grüner, es wird immer schöner. Und die steche jetzt hier den Rasen ab von meinem Streifen, den ich habe. Ja, da sind wir jetzt ein bisschen nach links gekommen, aber da drehen wir jetzt den Rasen ab und setzen dann ihn hier rein. Dann haben wir gehabt heute Morgen ein Has da hinten. Der hat jetzt wieder unser Grundstück verlassen. Dann haben wir einen Teju hier im Holz. Ein kleiner oder ein großer. Das sind die Riesenechse. Und sämtliche Eule und Vögel. Dann haben wir ja den Sturmschaden gehabt. Da haben wir meinen gehabt, das ist nur der Baum umgefallen. Nee, dahinter hat es auch einen entwurzelt. Da muss ich jetzt am Montag ran und den dann wegmachen. Des Weiteren haben wir neue Pflanze bekommen für die Gästehäuser, für die Abtrennung. Das wird jetzt alles gemacht. Der Juan ist dann dabei. Und hier am Zaun kommt dann der, man nennt es Vecino Malo, also verrückter Nachbar. Das ist ziemlich blickdicht dann drüber. Und im Palmengarten wächst der Rasen auch immer mehr. Also ich denke noch 2 Monate bei dem Wetter haben wir alles dicht, ist alles grün. Und dann haben wir auch die Probleme nicht mehr. Ich denke, dann ist ja schon der Weg fertig hier. Und dann haben wir auch die Probleme nicht mehr mit der roten Erde. Ach so, apropos rote Erde. Also, man kann machen, vielen Dank nochmals für die ganzen Tipps. Man kann machen, Nummer 1, Waschmittel und das schrubbt man dann. Geht, aber es geht noch besser. Und zwar bei den Autoputzfirmen, bei den Lavaderos, die haben so ein Liquid. Und wenn man das Liquid nimmt und sprüht es dann auf die Fliese drauf, lässt es dann so 5 Minuten einwegen
Man geht da mit dem Schrubber drüber, dann ist das wie neu. Das ist echt gut. Also nochmal danke, danke, danke für die Tipps. Ist echt cool. Cesar, die bauen jetzt die öffentliche Toilette aus. Gucken wir gerade mal rein, wird verputzt alles. Buenas. So, wird jetzt innen verputzt und die Toilette haben wir rausgesucht. Und dann machen wir auch das hier fertig. Das sind dann für die Damen. Ah, Gata. Sí. ¿Sí? Qué lindo. Super. Und dann haben wir noch den Wäscheraum hinter. Gucken wir mal rein. Ja, der ist jetzt auch fertig verputzt. Da kommt jetzt noch der Boden rein und dann können wir endlich die Waschmaschine hier aufstellen. Es sieht ein bisschen aus wie nach dem Krieg, aber das geht jetzt ratzfatz, sobald die 3 Häuser jetzt fertig sind. 10 Tage wollen wir fertig sein. Und dann geht's die ganze Wege hier gestalten, Kinshow, ja, und dann wollen wir auch das Bad, öffentliche Toilette fertig haben und die Garage. Und da wird Außenanlage gestaltet, oben wird dann das Tor, die Mauer gemacht, alles. Ja, und die ganze Zäune dann noch. Gut, dann gucken wir mal. Hier wurde jetzt gefliest. Ja, Casanea. Elena, sorry, ist fertig gefliest und wird noch voll schon verputzt. Hier wurde der Weg gemacht bis nach vorne. Casa Astrid wird aktuell ausgefugt und der Luna hat das Haus schon gestrichen innen drin. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ne, man sieht es nicht, oder? Jetzt sieht man es. Genau. Nächste Woche kommt dann die Tina und macht dann die Küche fertig. Hier kommen morgen Gäste rein. Am Sonntag kommen hier noch Gäste rein. Und am Montag kommen dann die ersten Gäste für dieses Haus. Die müssen jetzt noch ein bisschen bei der Michelle drin wohnen. Ja, und dann wird es langsam voll und gemütlich. So, und ich hoffe mal, die Gäste sehen das Video auch, dass sie endlich mal die Google-Bewertung machen können mit der Bette, wie toll die Bette sind. Genau, und der Gärtner, der Juan, der legt jetzt halt hier nächste Woche dann die ganze Büsche an. Und hier dann auch vor den Häusern wird dann alles begrünt, wird mit Erde noch ein bisschen leicht nivelliert und kommen bei der Palme rein. Und hier wollen wir dann, wie gesagt, zentral eine Vogeltränke machen, so ein Brunnen. Und gucken wir mal. Es hat nämlich echt viel Vögel hier. Gut, das ist der Stand von heute. Buen dia. So. Heute holen wir die neue Los Vaquitas ab. Wie merkt. So sieht man aus, wenn man morgens um 5 Uhr steht. Und sein Justin, der ist ganz nervös. Ja. Der konnte heute Nacht nicht schlafen. Ich habe Pendler halten müssen. Armer Justin. Ja. Ball ist soweit. Siehst du überhaupt irgendwas davor, wenn die kommen? Soll ich dich auf den Arm nehmen oder putzeln? Kannst du mich überhaupt heben? Huckepack? Ja, in einer Hand. So, ich filme jetzt ganz kurz nochmal mit Justin seine Perspektive. So, ich habe jetzt gerade überlegt, ob ich auch so einen Hut holen soll, so einen Hexenhut für meine Schwiegermama. Soll man sie mitbringen? Ja. Für meine Frau bist du auch, ne? Aber Justin ist ganz nervös. Buen dia und herzlich willkommen, es ist ein bisschen ruhiger. Wir sind heute bei der Municipalidad San Juan, übergeben das zweite Feuerwehrauto nach der Stadt Yegros letztes Jahr. Machen wir jetzt das Ganze hier in San Juan. Wir konnten mit der Hilfe nicht warten, also bis wir alles Geld zusammen gehabt haben. Deswegen haben wir jetzt das Ganze schon die Wege geleitet. Uns fehlt natürlich noch ein Teil vom Feuerwehrauto, deswegen wären wir froh, wenn wir ein bisschen finanzielle Unterstützung bekommen könnten. Jeder Euro zählt. Kurz zur Geschichte, die Municipalidad San Juan
hat ein japanisches Feuerwehrauto gehabt, ich glaube 60, 70 Jahre alt. Und jetzt übergeben wir ein neues Feuerwehrauto. Bis gleich. Eigentlich wollte ich mein Auto noch wäschen, weil wir jetzt gleich mit der Parade reinfahren, also ja in Kolonne eigentlich. Es war so, wir haben heute Morgen oder heute Nacht wieder so viel Regen gehabt, Steigregen, und es lohnt sich halt wirklich nicht, das Auto zu wäschen. Naja, so ist es halt. Paraguay. Man hört sie. 6.5 hours later. Lo más importante es que queremos ayudar a las personas con nuestro contacto en Paraguay y ayuda en Alemania para crear cosas positivas para todos. Y gracias a los bomberos de Encarnación que equiparon también el auto acá. So, es geht weiter. Morgen haben wir wieder Unwetter. Die Jungs haben jetzt 2 Tage gearbeitet. Ich zeige euch jetzt gerade mal die Fortschritte in den 2 Tagen. Banjo ist komplett fertig, verputzt, außen und innen. Und geht dann mit der Fließerarbeit dann die nächste Woche weiter. Gut, dann kicken wir mal. So, da haben wir die Tina, die ist wieder da am Start und baut gerade die Küche ein in den 3 Häusern. Auch da sind wir schon fertig mit dem Putz. Da gehe ich jetzt gleich weiter hin. Luna bereitet alles vor fürs Streicher. Luna la Solution. Fenster wurde gestern eingebaut. Da ist der Hugo. Und da sind die Küche. So, Tina, passt alles? Super. Ne, ich meine mit der Küche. Meine ich auch. Wird ja noch was. Sehr schön. Cool. Dann haben wir das Schlafzimmer. Und ein ganz, ganz tolles Bad. So, jetzt wird es ein bisschen laut. Und dann geht es weiter. Nach Folge. Und dann geht es weiter mit unseren Wege, die wir gebaut haben. Die Blechner sind da. Und auch hier schon die Küche aufgebaut. So, und da werden jetzt die Wege gebaut. So, und da geht es weiter, der Weg. Der geht dann geradeaus und geht dann rechts rum. Und hier geht er runter. Und hier in der Mitte entsteht dann ein Park, ein kleiner. Super. 5 minutes later. Es fängt schon an, schon wieder. Wir kriegen morgen 80 bis 120 Liter pro Quadratmeter. Und
und 120 km/h Sturm.